Der Rancor ist wohl die prominenteste Bestie aus dem Star Wars Universum neben Jar Jar Binks. Es ist auch mit einer der ersten legendären Bestien, die ihr in Jedi Survivor antreffen könnt, und ich zeige euch heute, wie ihr diese Bestie in nicht mal 5 Minuten besiegen könnt. Außerdem gibt es in diesem Kampf auch ein verstecktes Easter Egg, welches sich definitiv lohnt zu sehen, also springt in den Hyperraum und genießt die Show. Für den Rancor müsst ihr nach Koboh, das ist ja der erste Planet, den wir nach Coruscant besuchen, und dort in der Nähe von unserer Siedlung in der durchnässten Grotte findet ihr dann einen Meditationspunkt, und von dort aus müsst ihr einfach nur nach rechts kurz gehen und da wartet der Rancor schon in der Grube. Ich würde euch empfehlen, mit 2 Lichtschwertern da reinzugehen, damit habt ihr die größte Geschwindigkeit und könnt schnell reagieren, falls der Rancor doch mal überraschend zum Gegenschlag ausholt. Der Rancor hat einige gefährliche Nahkampfangriffe, ich gehe jetzt aber nur auf 2 ein. Beim ersten Angriff wird er um sich herum schlagen, das passiert meistens, wenn wir zu lange in seiner Nähe gewesen sind, und beim zweiten Angriff holt er mit seinen Armen maximal 2-mal aus und schlägt nach vorne. Bleibt da definitiv auf Distanz, denn seine Arme reichen wirklich sehr weit bei diesem Angriff. On top hat der Rancor dann noch 3 kritische Attacken. Das sind also Angriffe, die wir nicht blocken können. Im Grunde, wenn er rot aufleuchtet, ist das ein Zeichen für euch, oh, ich sollte auf jeden Fall ausweichen, blocken oder parieren bringt hier nichts. Es gibt einen Angriff, der uns sogar mit einem Schlag töten kann, aber fangen wir der Reihe mal nach an. Beim ersten Angriff macht der Rancor eine Schockwelle nach vorne. Hier ist es ganz einfach, springt einfach in die Luft, macht einen Doppelsprung nach vorne über die Welle in Richtung Rancor, und somit seid ihr dem Angriff ausgewichen und gleich am Rancor, um Schaden zuzufügen. Der zweite kritische Angriff ist dann wohl der eher schwierigere bzw. der tödlichste von den beiden. Wenn wir dort nicht ausweichen, werden wir vom Rancor ausgeschaltet und können wieder von vorne anfangen. Sehr, sehr hart, definitiv. Bei dieser zweiten Attacke ist Timing wirklich essentiell. Hier wird er seinen Arm heben und holt quasi ein bisschen Schwung, und im richtigen Moment müsst ihr dann ausweichen. Hier dürft ihr nicht zu früh ausweichen, sondern müsst wirklich bis zum letzten Moment warten und dann entweder zur Seite oder nach hinten ausweichen. Dann habt ihr nämlich einen wunderbaren Moment erwischt, wo der Rancor untätig ist und wo ihr ihn auf jeden Fall angreifen könnt. Der dritte kritische Angriff von ihm ist ein besonderer. Der Daumen nach oben für dieses Video. Er hat es schon gemacht, und wenn ich euch jetzt schon helfen konnte, würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Um nochmal kurz klarzustellen, der Rancor hat tatsächlich nur 2 kritische Angriffe, der dritte, der war ausgedacht. Von der Strategie her würde ich euch empfehlen, das Ganze folgendermaßen anzugehen. Bleibt generell immer auf Distanz und greift hauptsächlich nach seinen kritischen Attacken an, dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Das dauert zwar länger, ich bin mir sicher, es gibt auch schnellere Möglichkeiten, allerdings seid ihr so wirklich safe to go. Ich würde euch empfehlen, maximal 2 bis 3 Schläge zu verteilen und danach sofort auszuweichen und auf Distanz zu gehen, bis er seine nächste Attacke startet. Ich hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme damals 3 Stimpaks, das ist schon relativ wenig, muss ich sagen, aber es passiert halt auch mit 8 Stimpaks sicherlich, dass ihr mal in eine Situation kommt, wo ihr keine Stimpaks mehr habt und auf Low Life seid. Dann nutzt folgenden Trick in Anführungsstrichen. Wenn ihr nämlich an einer Position gestorben seid, und das hat jetzt nichts mit dem Rancor zu tun, sondern das ist einfach ein Jedi Survivor so, dann wird eure Erfahrung und ein kleiner Lebensenergiebooster dort zurückgelassen, wo ihr gestorben seid. Das heißt, wenn ihr zurückkommt, könnt ihr diesen Booster im Grunde nutzen, um eure Lebensenergie aufzufüllen. Also nutzt gerne strategisch im Kampf gegen den Rancor in wichtigen Situationen diesen Booster. Ihr seht ja bei mir, ich hatte es bitter nötig und habe dank diesem Booster es geschafft, den Rancor auch zu besiegen. Doch kommen wir zu dem Easter Egg. Es gibt nämlich eine wunderbare Hommage an Luke Skywalker aus Episode 6. Dort wurde er ja in Jabba's Palast geschmissen und musste sich auch einem Rancor stellen, also ähnlich wie wir. Was hat der gute Luke dort gemacht? Genau, er hat dem Rancor einen Knochen in den Mund gesteckt, um ihn quasi abzulenken. Und das gleiche können wir auch machen. Ich habe es in meinem Gameplay dann nicht geschafft, aber hier ist zumindest ein Bild davon, wie das Ganze dann aussieht. Dadurch könnt ihr ihn für kurze Zeit verwundbar machen und angreifen, und wie ich finde, ist das ein cooles Easter Egg aus Episode bzw. an Episode 6. Einen weiteren Tipp, um den Rancor schnell zu besiegen, findet ihr übrigens in diesem Video. Dort gebe ich euch 10 wichtige Tipps mit, die euren Kampfstil in Jedi Survivor besser machen. Also schaut da gerne mal rein. Sonst bedanke ich mich und wünsche euch einen fantastischen Tag. Vergesst jedoch eins nicht, möge die Macht mit euch sein.